Es kommt Großes auf uns bzw. auf euch zu. Und zwar noch diese Woche. Denn dieses Wochenende findet ein Doppel-Upgrade-Event auf Borodeng statt. Außerdem endet diese Woche das Second Anniversary Event. Und was diese beiden Dinge miteinander zu tun haben, beziehungsweise warum diese Dinge groß sind, sehr große Dinge. Ich meine, Doppel-Upgrade-Event, brauchen wir gar nicht drüber reden, warum das groß ist. Aber das alles erfahrt ihr jetzt. Ja gut, Doppel-Upgrade-Event habe ich gerade schon gesagt. Ja, Doppel-Upgrade-Event auf Borodeng ist hier vielleicht der springende Faktor. Weil Doppel-Upgrade-Event ist ja auf FEC quasi Standard. Zusätzlich haben wir auf FEC immer noch die anderen Events, die dann, wie jetzt letztes Wochenende quasi, also vor ein paar Tagen, das Schmuck-Upgrade-Event, zusätzlich nochmal die Chance erhöhen, also Basischance verdoppelt plus nochmal Event, klar. Aber auf Borodeng ist es ja doch ein Ticken krasser, weil alles, was du auf dem FEC-Server upgradest, ist ja für immer dann Account oder Seen gebunden. Oder sogar ganz weg, je nachdem. Wenn man sich nicht so klug anstellt und sich das vorher nicht so genau anguckt, was da übertragen wird oder nicht, oder wenn man überhaupt nicht überträgt. Whatever. Jedenfalls hat das ja immer so einen fiesen Beigeschmack, da man das Equipment dann nicht mehr verkaufen kann. Nie wieder. Jetzt ist es aber so, auf Borodeng Doppel-Upgrade-Event, und ich meine, natürlich kriegen wir auf Borodeng, dann natürlich kein seengebundenes oder accountgebundenes Equipment, das wäre Schwachsinn, also das kriegen wir natürlich nicht. Und entsprechend, ja, ist das eine ganz coole Sache, dass das jetzt zum Ausgleich des FEC-Servers stattfindet. Und wie gesagt, ich glaube, es ist immer noch nicht so wirklich bei so vielen Leuten angekommen, dass es jetzt wirklich stattfindet. Ich weiß jetzt nicht, ob dieses Wochenende jemand den Fehler gemacht hat auf Borodeng, also letztes Wochenende, und tatsächlich Schmucke Upgrade hat, obwohl ja dieses kommende Wochenende quasi Doppel-Upgrade-Event ist. Aber ich denke mal eher nicht, ich hoffe nicht. Aber für alle, die wie gesagt noch Products dort haben auf Borodeng, seengebunden oder nicht, vollkommen egal, man sollte auf jeden Fall upgraden. Und zwar nicht nur Schmuck natürlich, sondern alles, ja, weil die Doppel-Upgrade-Chance geht für alles, nicht nur für Schmuck. Und entsprechend kann man da richtig fett absahnen mit den seengebundenen Products, die man eben so bekommt. Also vom Battle Pass und was man halt einfach so rumliegen hat, dann auch nicht gebundenen Products oder whatever man einfach so hat oder kauft sich etwas, ist ja egal. Weil die Preise momentan so hoch sind, dass du fast das Doppelte zahlst zu dem, was vor FEC gegolten hat. Das heißt, wenn man jetzt 1000 A-Projects kaufen würde zum aktuellen Marktpreis, würde man im Endeffekt genauso viel zahlen wie vorher für 2000. Von dem her ändert das jetzt nicht wirklich so viel. Aber ja, trotzdem ist es eine coole Sache. Also ich finde das mega nice. Und natürlich werde ich upgraden, ist ja ganz klar. Also warum mache ich dieses Video hier? Um euch mehr oder weniger anzukündigen, dass wir dieses Wochenende auf jeden Fall auf Borodeng upgraden werden. Also definitiv natürlich Schmuck. Also ich werde alle meine A-Projects rausballern. Es sind leider nicht so ultra viele. Ich meine, es hat natürlich jetzt einerseits den Grund, dass ich jetzt quasi einen Monat lang kaum noch auf Borodeng gespielt habe. Oder halt überwiegend nur noch Dailies und natürlich Events gefarmt habe. Second Anniversary Event natürlich vorrangig. Ist ja ganz klar. Und entsprechend jetzt natürlich auch nicht wirklich viel Geld verdient habe oder Products verdient habe oder so. Außerdem letzter Monat sehr schlecht, weil Battle Pass im letzten Monat gab ja leider keine Smiting Scroll Boxes. Das heißt, ich habe insgesamt über 200 Products weniger, nur weil es im letzten, über 100 Products, Entschuldigung, weniger, nur weil es im letzten, ja, Battle Pass keine Smiting Boxen gab. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd, aber gut, kann man nicht ändern. Dafür gibt es aber das Second Anniversary Event und das ist eigentlich so die Überleitung zum zweiten Punkt. Weil zeitgleich mit dem Doppel-Upgrade Event, also es könnte eigentlich nicht besser sein, es ist eigentlich unfassbar, dass Scala das wirklich so gemacht hat, endet das Second Anniversary Event 2 Tage vor dem Upgrade Event oder ganz genau eigentlich einen Tag vor dem Upgrade Event. Das bedeutet, am Donnerstag endet das Event offiziell, Second Anniversary, und am Freitag kann man dann mit doppelter Upgrade-Chance upgraden. Und für die Leute, die jetzt vielleicht aktuell nicht spielen oder nicht wissen, wie das miteinander zusammenhängt, in den Second Anniversary Boxen von dem Event Dungeon befinden sich hier zum Beispiel diese Ore Selection Boxen. Das heißt, alles, was du upgradest, kannst du im Endeffekt for free upgraden. Also nicht nur, was quasi eventuell seengebundene Products und Power Dice angeht, sondern sogar die Materialien konntest du dir jetzt im Second Anniversary, also ihr seht, ich habe 400 von diesen Boxen auf dem Elementor gerade, konntest du dir im Second Anniversary Event quasi seengebunden erspielen und erarbeiten. Das heißt, komplette Upgrade-Kosten fallen weg. Wenn du zusätzlich noch seengebundene Products aus Battle Pass und Co. und Power Dice bekommen hast, dann upgradest du quasi nur für die Penya-Kosten. Was schon wirklich echt crazy ist, weil vor allem die Materialkosten haben ja immer wieder, vor allem zu Beginn des Spiels, aber generell auch,
immer mal wieder dafür gesorgt, dass manche Leute sich so dachten, oh, jetzt muss ich wieder so viel Geld für Materialien ausgeben und so. Aber das fällt jetzt im Endeffekt mit diesem Second Anniversary Event Dungeon komplett weg. Natürlich sind sie sehengebunden, das heißt, wenn du jetzt auf einem Charakter zum Beispiel 400 Boxen hast und auf einem anderen Charakter gar nichts, dann kannst du das natürlich nicht rübertauschen, schon klar. Aber wenn man das auf den gängigen Charaktern gefarmt hat, dann hat man das ja überall und kann das nutzen. Das ist auf jeden Fall cool, aber das ist gar nicht das Krasse. Also das ist jetzt so der nice Nebeneffekt, dass man jetzt diese Materialien bekommt. Das viel krassere ist das hier. Die Second Anniversary Lucky Box 1 habe ich auf dem Elementor aktuell 177 Stück. Ich weiß, ist leider gar nicht so viel, aber wenn ihr kurz diese Liste überflogen habt, was da so drin ist, da können alle Products drin sein. G-Product, S-Product, A-Product und zu einer 0,1% Chance das Smating Scroll Package, in dem sich alle Products, alle genannten Products befinden und zusätzlich noch Weapon Bonus Reroll Scrolls. Und das ist wirklich crazy, muss man sagen. Ja? Das ist richtig, richtig crazy. Wenn man das bekommt, hat zwar leider nur eine 0,1% Chance, aber mit all meinen Chars. Also ich hoffe, dass ich noch knapp die 1000 Boxen erreiche, aber ich werde jetzt diese Woche wahrscheinlich nicht mehr so viele Worldbosse mitnehmen können. Da habe ich tatsächlich gar nicht dran gedacht. Es könnte tatsächlich sein, dass ich nicht ganz 1000 Second Anniversary Box 1er habe, aber es werden auf jeden Fall sehr, 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 sehr viele sein. Und ich hoffe einfach, dass wir auf jeden Fall viele Products bekommen und mindestens einmal dieses Smating Scroll Package. Einmal es zu bekommen wäre gar nicht so heftig, also was einfach nur die Anzahl der einzelnen Scrolls jetzt angeht. Also ich meine, es sind fast 10.000 F-Coin Scrolls, davon mal abgesehen. Aber leider ist doch ein großer Teil davon Second? Weapon Bonus Reroll Scrolls und natürlich G-Product und S-Product, von denen ich nicht weiß, wie viel ich davon nutzen werde. Also ich werde mich natürlich hauptsächlich wie immer oder vor allem über das Schmuck-Upgrade hermachen. Das Problem bei den anderen beiden Upgrades, sprich G-Product und S-Product, ist einfach, ich besitze halt leider momentan absolut kein Top-Tier-Endgame-Equipment. Ich besitze keine Hernes-Waffe, ich besitze keine Dusakas Crystal-Waffe, ich besitze kein 150er-Set und auch, naja gut, stimmt nicht, ich habe das Knight-Set, aber das ist ja das PvE-Set. Ja, und auch kein Set, wollte ich noch sagen. Das bedeutet so viel wie, ich weiß nicht genau, wie ich meine G-Product und S-Product wirklich nutzen kann oder werde. Das muss ich mir jetzt noch überlegen, die Tage. Wird wirklich eine schwierige Entscheidung, sich da... Also ich will es halt nicht verschwenden. Ich meine, es ist Doppel-Upgrade-Event. Das kommt so schnell nicht wieder. Und ich habe zwar nicht viele S-Product und G-Product, aber es ist ja doppelt Upgrade-Event. Du brauchst ja auch nicht viele. Du brauchst halb so viele wie sonst. Man kann bis +7 mit S-Product Low machen. Also es ist eigentlich die einmalige Chance, sich hier echt geiles Equipment zu craften, wo man normalerweise sagen würde, das lohnt sich nicht. Oder, das ist doch echt blöd. Aber jetzt könnte man es machen. Und das Beste daran ist, es bleibt ungebunden. Das heißt, es ist nicht wie FEC-Equipment, wo man auch das Ganze mit doppelter Upgrade-Chance macht und pipapo. Aber dann im Nachhinein hat man diesen faden Beigeschmack mit, naja, jetzt ist es aber accountgebunden. Jetzt kann ich es nicht mehr verkaufen und auch nur noch auf dem gleichen Account meinen anderen eigenen Charaktern geben. So, und hier haben wir es dann tatsächlich so, nee, kannst du auch wieder verkaufen. Also ist schon echt cool. Und wie gesagt, ich werde mich das jetzt die nächsten paar Tage selber fragen. Bis Sonntag hat man ja glücklicherweise Zeit, also ich werde dann hoffentlich schon was finden. Und ja, es wird auf jeden Fall pervers. Also diese Woche solltet ihr auf jeden Fall, vor allem gegen Ende der Woche, grundsätzlich natürlich niemals, aber vor allem gegen Ende der Woche auf jeden Fall die Livestreams nicht verpassen, weil wir werden einerseits natürlich diese Second Anniversary Boxen alle öffnen, wird ein richtig fettes Box-Opening mit all meinen Charaktern werden. Das wird auf jeden Fall pervers, also es wird hoffentlich geistesgestört, aber ich habe so viele Boxen, es ist eigentlich unmöglich, dass es nicht mindestens geil wird. Und ich hoffe halt auf ein bisschen Glück natürlich, wie immer. Und dann gibt es, wie gesagt, noch das Doppel-Upgrade-Event auf Burudeng. Also das wird eine richtig, richtig dicke Woche. Vor allem auf Burudeng tatsächlich. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, worüber ich nochmal reden wollte, weil ich das halt ab und zu so mitbekomme. Was halt manche Leute nicht so hundertprozentig verstehen. Ich bin halt nicht full committed, das habe ich auch schon in anderen Videos gesagt, auf den FEC-Server. Die Gründe hierfür sind eigentlich, denke ich, klar. Ich spiele halt Flyf leider langfristig, also leider in dem Sinne, und halt nicht kurzfristig wie andere Leute. Ich meine, es gibt andere Leute, die haben jetzt zum FEC-Server erst wieder angefangen und investieren in den FEC-Server 100% ihrer Spielzeit. Die gehen online und selbst wenn sie mal nur 3 Stunden spielen, fließen davon die vollen 3 Stunden in den FEC-Server. Wenn ich jetzt mal sehr wenig Zeit habe, dann spiele ich auch nur 3 bis 4 Stunden, dann fließt davon aber halt die Hälfte der Zeit oder knapp die Hälfte der Zeit halt trotzdem in Burudeng, Dailies und vor allem das Second Anniversary Event. Second Anniversary Event und diese ganzen Boxen, über die ich jetzt geredet habe, die haben halt auch sehr viel Zeit gekostet, muss man sagen. Die habe ich jetzt natürlich nicht einfach aus dem Nichts bekommen.
Nein, die habe ich bekommen, weil ich jeden Tag mich weiter auf Boding angemeldet habe, weil ich jeden Tag World Bosse probiert habe mitzunehmen, den Event Dungeon probiert habe mitzunehmen und so weiter und so fort. Das heißt, habe da natürlich schon noch relativ viel Zeit investiert und mich eben nicht nur auf den FEC-Server konzentriert. Und entsprechend bin ich halt auf dem FEC-Server jetzt auch echt nicht weit. Also ich meine, es ist echt crazy, wie hart ich behind bin. Aber ehrlich gesagt ist mir das mittlerweile auch echt egal, muss ich sagen. Es ist natürlich schon ein bisschen frustrierend so, wenn man halt weiß, okay, im Higher Level so die ersten Waffen droppen und ja, ist natürlich immer wieder aufregend so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich muss es halt einfach vernünftig sehen. Ich hatte einfach keine Zeit zum Start des Servers, muss man einfach so sagen. Ich hatte literally was Wichtigeres zu tun, ja, wo es halt wirklich auch um meine Zukunft geht. Also wirklich, wo ich jetzt 3 Jahre lang für studiert habe, das hätte ich jetzt nicht einfach wegschmeißen können, nur weil ein Fly für Server startet. Ich meine, ich bin auch nicht komplett bescheuert. Und das muss er einfach mal so sehen und entsprechend halt auch einfach handeln. Und das habe ich auch gemacht. Ich meine, ich habe aber trotzdem gespielt. Also ich meine, andere Leute hätten mit dem Stress, mit dem Druck, den ich jetzt hatte die letzten Wochen und Monate, eigentlich sogar immer noch habe, weil ich bin immer noch nicht 100%ig fertig. Ich muss immer noch 2 Präsentationen machen, leider für mein Studium, bevor ich jetzt wirklich endgültig fertig bin, vorausgesetzt, ich bestehe beide. Und ja, und das alles wirkt halt da so ein bisschen mit rein, deswegen konnte ich mich einfach nicht voll auf den FEC-Server einlassen. Außerdem hätte ich auch so oder so keinen Urlaub gehabt und nichts. Ich meine, diese Ankündigung vom FEC-Server kommt halt immer so extrem kurzfristig. Und ich finde das immer etwas beneidenswert, dass es so viele Leute gibt, die dann einfach legit sich instant einen Monat freinehmen können oder wochenlang ja, Urlaub haben oder whatever. Ist wirklich beneidenswert, weil was viele halt leider nicht verstehen, ist, dass es halt nicht bei jedem so ist. Also ich meine, bei mir ist das nicht so, dass ich jetzt einfach aus dem Nichts sagen kann, ja, ich hätte jetzt einfach gerne 4 Wochen Urlaub oder so. Also ich meine, als Student sowieso nicht, aber generell auch, selbst wenn ich mal irgendwo, also in allen Firmen, die ich bisher gearbeitet habe, wäre das jetzt einfach so nicht wirklich möglich gewesen, von jetzt auf gleich komplett aus dem Nichts eine Woche vorher zu sagen, ich bin jetzt mal einen Monat weg oder so. Das ja, ist schon schwierig. Aber wie gesagt, ist egal. Der Start war jetzt halt langsam. Heißt natürlich nicht, dass ich den FEC-Server nicht weiterspielen werde oder so. Ich werde ganz normal weiterspielen. Probieren auf 140 bzw. 141 plus zu kommen. Und dann mal gucken, wo uns das noch hinführt. Jetzt hatten wir auch das Upgrade-Event auf dem FEC-Server. Das lief ja auch ziemlich gut. Habt ihr ja hoffentlich schon gesehen. Genau. Und ja, wie letztes Jahr im Endeffekt, es wird einfach dieses Duale bleiben. Wenn mal kein Event kommt, was für Boding interessant ist, dann wird es halt mehr FEC-lastig sein. Aber jetzt, wie gesagt, wie mit dem FEC, mit dem Second Anniversary Event plus FEC, habe ich halt probiert, the best of both worlds zu nehmen. Hannah Montana, Baby. Und ja, und dann kam es halt jetzt zu diesem Split, wo es halt wirklich an manchen Tagen einfach 50-50 war. Ich glaube, es gab sogar ein paar Tage, wo ich länger auf Boding gespielt habe oder länger auf Boding online war, als auf dem FEC-Server. Ja, kann passieren. Aber der Vorteil ist, muss man wirklich sagen, das Second Anniversary Event war jetzt extrem heftig, extrem gut. Es wird höchstwahrscheinlich jetzt erstmal kein Event kommen, das damit aufnehmen kann. Ich meine, es ist ja auch klar, Second Anniversary ist Second Anniversary. Du hast nicht jeden Monat Second 2-jähriges Jubiläum. Das heißt, ja, die folgenden Events werden erstens nicht so umfangreich, also safe nicht so umfangreich werden und eventuell auch mir persönlich einfach nicht so taugen, beziehungsweise einfach nicht so zum Farmen geeignet sein, wenn es halt nichts ist, was man jetzt einfach mal so nebenbei kurz schnell machen kann. 5 Minuten und dann bist du fertig auf jedem Char oder so. Wird höchstwahrscheinlich eh nicht so sein. Und dann können wir die wieder ein bisschen mehr links liegen lassen auf Bodeng. Heißt, Bodeng sind dann wirklich nur die Dailies wahrscheinlich. Ja, halbe Stunde, 40 Minuten. Und die restliche Zeit kann man dann voll sich auf FEC konzentrieren. Und dann werden auch die Fortschritte wieder ein bisschen besser werden. Genau. Aber Quintessenz dieses Videos ist auf jeden Fall, diese Woche wird geistesgestört. Vor allem gegen Ende der Woche, wie gesagt, wenn das Second Anniversary endlich vorbei ist. Heißt, wie gesagt, einerseits mehr Zeit für FEC maybe, je nachdem, was für ein neues Event startet. Das heißt, da mehr Fortschritt. Und dann vor allem eben Doppel-Upgrade-Event am Wochenende auf Bodeng. Und das geistesgestört heftige Opening von den ganzen Second Anniversary Lucky Boxen. Also das wird einfach nur geil. Ich verspreche es euch. Und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da mit am Start seid. Genau, für jetzt war es das aber erstmal. Ich sage danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und wie gesagt, schaut im Livestream vorbei. Twitch-Link ist in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.